Ich hatte ein Leben, das ich über alles geliebt habe mit der Fliegerei. Ich spiele, seit ich ganz klein bin, Klavier. Und so die ersten Gedanken waren, was wird mit diesen zwei großen Leidenschaften passieren? Bei einem Sportunfall zieht sich Pilotin Laura Grammes an beiden Händen Luxationen der Handgelenksknochen zu. 2 ausgekugelte Handgelenke, das klingt viel harmloser, als es ist, sagt Handchirurg Professor Christoph Hirche. Ein ausgekugeltes Handgelenk ist tatsächlich viel mehr, nämlich das besteht normalerweise aus Knochenbrüchen, aus Bandrissen, die dann in der Zusammenschau halt alle zusammengeführt werden müssen und diese kleine Feinmechanik vieler einzelner Gelenke wiederhergestellt werden muss. Eine schwere Verletzung, wie Oberarzt Albrecht Heine-Geldern sofort erkennt. Hier das Mondbein, weil es eben ausschaut wie ein Halbmond, ist komplett aus seiner normalen Position herausgesprungen. Die anderen Knochen stehen noch dort, wo sie hingehören, aber sind auch aus dem Verbund gelöst, weil diese Handwurzelknochen mit Bändern in sich einen Verbund bilden. Und wenn einer davon rauslöst, dann sprengt es die Bänder und das Handgelenk wird instabil. Als Laura Grammes im Rettungswagen die Unfallklinik erreicht, ist sie nicht mehr bei Bewusstsein. Was erinnern Sie noch von dem Unfall? Ich stand an für eine Kletterwand, die war noch besetzt. Und dann dachte ich so, ach, dann probiere ich doch mal eine andere. Guck mal, wie das System da funktioniert. Und bin einfach losgeklettert und habe schlicht vergessen, mich zu sichern. Bin dann aber zum Glück nicht bis ganz oben geklettert, das wären über 6 Meter gewesen, sondern bin nach 3-4 Metern abgesprungen. Und dann habe ich, kurz bevor ich schon auf dem Boden war, erst gemerkt, ich bin nicht gesichert und habe mich dann reflexartig mit den Händen aufgestützt und hatte sofort die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals empfunden habe. Und dann lag ich, es kamen auch sofort Menschen, die gesagt haben, liegen bleiben, wir legen mal die Beine hoch. Die haben sofort den Krankenwagen gerufen und ja, die 10 Minuten, bis der Krankenwagen kam, die waren schon wirklich gefühlt sehr, sehr lange. Und dann kamen die Rettungssanitäter und ich habe sofort gesagt, bitte geben Sie mir irgendwas, dass ich schlafe, ich halte die Schmerzen nicht aus. Noch in der Nacht wird Laura Grammes an beiden Händen operiert. Eine Handgelenksluxation ist ein Notfall. Weil sie zum einen stark anschwellen kann und zum anderen, weil sie aufgrund der anatomischen Gegebenheiten unweigerlich zu einer Einengung des Mittelnervs führt, dem Karpaltunnelsyndrom. Und die Knöchelchen müssen wieder in ihren Verbund gebracht werden, dass die Narben nicht zu einer Verkürzung des Handgelenkes führen und dass die Knöchelchen wieder in ihre normale Position gebracht werden und auch die Bänder, die im Zuge dieser Verletzung zerrissen sind, wieder genäht werden können. Ob Laura Grammes jemals wieder wird fliegen können, ist offen. Eine Luxation des Handgelenks um das Mondbein herum bedeutet für Patienten und Patienten, die betroffen sind, schon einen langen Heilungsverlauf und häufig auch bleibende Einschränkungen. Ich bin bei meinen Eltern eingezogen, weil ich ja mit meinen Händen nichts machen durfte. Und ich habe meiner Mama gesagt, ich bin jetzt wieder wie ein Baby. Du musst mich waschen, du musst mich füttern. Du musst alles machen, was ich im Moment nicht kann. Nach der Operation beginnt die Arbeit für Laura Grammes und ihre Physiotherapeutin Vanessa Dietzel. Und tatsächlich macht sie schon bald erstaunliche Fortschritte. 6 Monate nach Unfall und Operation ist Professor Hirche überrascht und begeistert über die Beweglichkeit der Handgelenke. Sie haben hier schon fast 70 Grad, was sehr viel ist. Setzen wir das nochmal auf. Einmal strecken bitte. Sind wir hier bei fast 60 Grad, genau, super. Jetzt beugen wir nochmal gemeinsam. Also 45 Grad, das ist auch ein sehr gutes Bewegungsausmaß. Also viele Menschen haben zwar so 80 bis 90 Grad Streckung im Handgelenk und nochmal 80 bis 90 Grad Beugung, aber es gibt so Erfahrungswerte, dass man für den Alltag eigentlich nur so 30 bis 40 Grad pro Richtung braucht. Und dann gibt's noch Und dann die gute Nachricht. Genau, am 2. Juli habe ich dann meine medizinische Flugtauglichkeit wiedererlangt. Sehr schön. Habe vorher testen müssen, dürfen, ob das Ganze denn funktioniert und war dann einmal im Simulator zum Testflug und nachdem der Ausbilder gesagt hat, er sieht keine fliegerischen Einschränkungen, durfte ich dann meine Requalifizierung starten und bin jetzt seit dem 9. Juli wieder am Fliegen und merke tatsächlich während des Fliegens überhaupt keine Einschränkungen. Das ist toll.
Das Ergebnis ist ehrlich gesagt phänomenal. Am Sonntagabend, als ich aus dem Urlaub zurückgeflogen bin als Passagier, habe ich schon gesagt, ich freue mich wieder, wenn ich im Cockpit sitze.